Guten Morgen miteinander. Wir sind heute wieder bei einem weiteren Video von lymphome.ch, der Schweizer Organisation von Patienten und Betroffenen von Lymphom. Falls ihr mehr zum Hintergrund möchtet wissen von dieser Videoserie, dann schaut bitte das erste Video mit der Rosi Pfau, wo sie die Absicht und den Hintergrund erklärt. Mein Name ist Benjamin Hartmann, ich leite eine kleinere Agentur namens Wolf Advisors für Pharmaberatung. Ich mache das Ganze hier pro bono und ihr findet mehr über mich auf LinkedIn, wenn ihr euch für mich interessiert. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast, Felicitas. Wer bist du und mit was schaffst du den Alltag hinter dir zu lassen? Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Felicitas Hitz. Ich arbeite am Kantonsspital Frauenfeld und Münsterlingen. Und mein Schwergewicht in der Behandlung der Lymphom ist eigentlich das ganze Spektrum, aber ich habe ein paar Leidenschaften und dazu gehören T-Zell-Lymphom. Und damit ich mich auch immer wieder gut entspannen kann, voll aktiv und tätig sein im Alltag, da muss ich immer mal wieder in die Höhe rauf. Je mehr Höhenmeter, umso besser. Da fühle ich mich wohl, da kann ich mich austoben und bin am Montag wieder fit. Sehr gut. Sehr gut. Danke, dass du dir Zeit nimmst, heute kurz mit uns auf ein Thema einzugehen. Das Thema, das für die Schweizer Hausärzte sehr relevant ist das Thema Hautausschläge. Hautausschläge ist ja nicht etwas, was man gerade primär damit mit Lymphom assoziiert, aber sie kommen vor und darum lass mich doch bitte ganz generell fragen, wie häufig kommen so Hautausschläge bei Lymphom vor und gibt es bestimmte Stellen, wo die auftreten oder Erscheinungsformen? Kann man da etwas dazu sagen? Hautausschläge sind natürlich sehr ein allgemeines Symptom. Das plagt einmal einen Haufen Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Das kann eine trockene Haut sein, die überhaupt nichts mit einer zusätzlichen Krankheit zu tun hat. Aber man muss, wenn der Patient in die Sprechstunde kommt, versuchen, das abzugrenzen. Ist das jetzt ein Hautausschlag, der im Zusammenhang könnte sein mit einer infektiologischen Krankheit, mit einer Rheumakrankheit oder eben auch mit einem Lymphom? Und bei den Lymphom sind es vorwiegend T-Zell-Lymphom, die Hautausschläge machen können. Das kann aber irgendwo am Körper sein. Das ist nicht spezifisch jetzt oder ein charakteristischer Ausschlag, aber in der Regel sind sie irgendwo am Stamm. Weiss man, wieso die Lymphom das? Kann man etwas dazu sagen, warum Hautausschläge passieren bei Lymphom? Man kann sagen, die Haut ist ein immunologisches Organ. Und die Lymphome gehören in die Welt der Immunologie auch. Und es gibt ganz einen speziellen Typ von einem T-Zell-Lymphom. Der ist vor allem eben charakterisiert durch sehr unspezifische Symptome, Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust und eben auch Hautausschläge. Und das sind alles immunologische Symptome aus dem Formenkreis der Entzündungen. Kann man irgendetwas betreffend der Prognose schon bereits herauslesen, wenn jemand Hautausschläge hat und Lymphomdiagnose dann? Nein, grundsätzlich nicht. Aber man versucht oder man weiß, dass der Typ von T-Zell-Lymphom, wo sich in der Haut manifestiert, die haben schon eine eigene Prognose. Aber der Hautausschlag für sich, der definiert die Prognose nicht. Gut. Und zum weiteren Verlauf jetzt. Was würdest du empfehlen? Angenommen, es verhärtet sich dann, was sollte der Hausarzt machen, wenn er dann konfrontiert ist mit einem Patienten, der Hautausschläge hat, der dann überwiesen worden ist? Was gibt es dort für wichtige Sachen, wo du würdest dringend raten, wie er weiter sollte verfahren, der Hausarzt? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben die Differentialdiagnosen einmal im Hinterkopf hat. Man soll Massnahmen wie Hautfette und so weiter, das ist
ein Standard, glaube ich. Und dann soll man einmal, wenn es geht, 2 bis 3 Wochen warten und nicht einfach Cortison einsetzen. Selbstverständlich soll man Massnahmen treffen, wo gegen den Juckreiz gerichtet sind. Das verändert die Hautmanifestation dann nicht, nur ein Symptom. Was ich wirklich dringend davor rate, einfach Cortison lokal einzusetzen oder systemisch, um den Hautreiz unter Kontrolle zu machen, weil das verfälscht möglicherweise dann spätere Biopsien. Gut, also Biopsien von was genau? Von der Haut primär. In erster Linie natürlich von der Haut, wenn keine andere Manifestationen da sind, wo zum Beispiel könnten im Zusammenhang mit dem Lymphom stehen. Also es ist auch wichtig, dass man gleichzeitig einmal die Lymphknotenstationen abtastet und nach Lymphknotenvergrößerungen sucht. Manchmal findet man die ja auch. Und dann ist grundsätzlich sowohl der Lymphknoten als auch die Haut als Biopsie unbedingt anzugehen. Je früher wir Material haben, und je besser das Material ist, wenn es nicht vorbehandelt ist durch Steroid, umso rascher kommen wir zur Diagnose, umso besser ist auch die Prognose. Ja, gut, und die Hautausschläge gehen wir einen Schritt führen. Angenommen, du hast dann in Parallel von der Behandlung gehen. Kannst du noch etwas dazu sagen? Verschwinden die dann anhand von der onkologischen Therapie oder muss man da noch separat irgendetwas machen? Nein, eigentlich ist es so, dass man je dass die Hautmanifestation sich verbessert, wenn man Grundkrankheit behandelt, die zu dieser Hautveränderung führt. Natürlich muss man manchmal noch lokale Massnahmen einsetzen, aber das ist nicht der Hauptansatz der Behandlung. Der Hauptansatz ist wirklich Grundkrankheit behandeln und dann verschwindet auch das Symptom der Hautveränderung. Sehr gut, das macht völlig Sinn. Gibt es noch irgendetwas anderes zu den T-Zell-Lymphomen, wo dir in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass die Schweizer Hausärzte mehr dafür sensibilisiert sind? T-Zell-Lymphome sind insgesamt sehr seltene Krankheiten. Also sie machen von allen Lymphomen, wo die Mehrheit durch B-Zell-Lymphom definiert ist, nur 10% aus. Das heißt, es ist schwierig, die Diagnose zu stellen, weil man vielleicht nicht so häufig daran denkt, aber weil auch das Bild, das Krankheitsbild, wie sich es präsentiert, nicht so das klassische Lymphom, eben wo der Lymphknoten im Vordergrund steht, ist, sondern es können ein Haufen andere Symptome sein. Die Krankheit, gerade T-Zell-Lymphom, imitieren ganz Haufen andere Krankheiten, eben durch die ausgesprochene Entzündungsreaktion, die es machen können. Und dann kommt noch dazu, dass sie nicht ein T-Zell-Lymphom gibt, sondern wiederum ganze Paletten an Untergruppen, wo man sehr viel Know-how muss haben. Und dort braucht es dann wirklich auch den Pathologen, der sehr viel Wissen hat dazu. Also das ist dann schon einmal der nächste Schritt. Sehr gut. Wir sind schon fast am Ende. Abschließend stelle ich immer die Frage, deine Take-Home-Message ist sehr viel Wissen teilt mit uns. Was sind jetzt die zwei wichtigsten Sachen, die dir wichtig wären, dass die Schweizer Hausärzte in diesem Zusammenhang ähm, sich können merken? Was würdest du sagen, deine zwei Take-Home-Messages? Also das Erste ist, dass es einmal in die Differentialdiagnose aufgenommen wird. Also wenn man einen Patient hat mit ausgesprochenen Entzündungsreaktionen, so Fieber, Nachtschweiß und einen Hautausschlag, dann kann das ein Lymphom sein. Vor allem könnte das eben auch ein T-Zell-Lymphom sein. Und so ein bisschen die Sensibilisierung und das Auftun von der Differentialdiagnose, das Abgrenzen zu viralen Erkrankungen oder rheumatologischen Erkrankungen, das ist mir noch wichtig. Und das Zweite ist biopsieren, biopsieren, biopsieren. Und zwar Lymphknoten, wenn man sie findet, oder
die Haut und dann möglichst unbehandelt. Und manchmal braucht es halt mehrere Biopsien. Manchmal muss man einfach hartnäckig sein. Aber das Gewebe, das ist für uns der Ausgangspunkt und das müssen wir schnell haben. Super. Vielen Dank, hast du sehr klar alles gesagt. Dann bedanke ich mich bei dir, Felicitas, für das ganz interessante Interview. Ihr könnt natürlich euch auch bei der Lymphomgesellschaft melden, wenn ihr noch Anregungen habt und weitere Fragen. Damit können wir es für heute beenden und dann bis zum nächsten Video. Wiedersehen miteinander.